Einen schönen guten Morgen. Habe gerade den Anruf bekommen vom Kurierdienst, dass die Kamera unterwegs ist. Ich hoffe, dass es die Kamera ist. Ich habe noch andere Dinge bestellt. Und der Tagesablauf ist dann so, ich werde dann zu der Schlosserei fahren mit der Kamera und zeige Ihnen das, was ich gerne haben möchte. Ich mache keine großartige Skizze, weil ich weiß nicht genau, welches Material er da hat, das entsprechende Flacheisen oder wer weiß was, das weiß man ja nie. Und außerdem habe ich festgestellt, Details, die machen nicht immer alles das, was man haben möchte. Also mache ich mir erst gar nicht die Mühe, sondern ich zeige ihm, wie ich das zusammengebaut haben möchte. Und dann wird er das schon hinkriegen. Der hat also auch hier das Türchen, das Edelstahl-Türchen gemacht. Wir versuchen natürlich, die Sachen in Edelstahl zu bekommen, weil ja da oben das alles der Witterung ausgesetzt ist. Und das wird auch gar nicht so viel kosten. Und so wie ich ihn kenne, wird das auch relativ schnell gemacht. Vielleicht morgen schon fertig, wenn er da ist. Jetzt warten wir erstmal auf den... Ach, da klingelt es ja schon. Das ist dann der Kurierdienst, dann gehen wir mal runter und dann holen wir mal das Päckchen. Mit meinem Kurierdienst klappt das wunderbar. Ist also hier so, dass man vorher angerufen wird, ob man zu Hause ist. Ich sage dann meistens, so kannst du auch so das Paket da hinlegen. In dem Fall habe ich gesagt, ich bin zu Hause. Ja, und da liegt es schon. Und dann können wir uns gleich mal die Kamera ansehen. Da hat er das Paket abgelegt. Und dann gehen wir mal nach oben und dann packen wir mal alles auseinander. Da wartet auch schon der Jam da drauf. Ja, das gucken wir jetzt mal. Ich glaube, das heißt nach Neudeutsch Unboxing. Packen wir mal auseinander. Hab hier unten schon mal aufgeschnitten, was da jetzt drin ist. Hier seht ihr übrigens für diejenigen, die hier in Thailand wohnen, die Bestelldaten, wo man das bekommt. Bei Lazada habe ich das bestellt. War jetzt nach 4 Tagen hier. So, da hat man einmal natürlich Bedienungsanleitung, wie sie montiert wird dabei, ein Kabel, Kabelschutz und super verpackt hier, muss man sagen. Und hier ist das Netzteil, 12 Volt diesmal. Die älteren Kameras, die ich unten habe, die sind 5 Volt. So, und das ist die Kamera mit Antennen für WLAN. So, was stelle ich mir vor, was ich dem nachher beibringe? Ich möchte die Kamera etwa in dieser Höhe haben. Die kommen dann zur Seite. Und hier habe ich noch eine alte Abdeckung aus Aluminium. Ich glaube 20 Watt oder 40 Watt kostet sowas. Und das soll hier oben nochmal als zusätzlicher Schutz gegen die Sonne sein, weil es ist alles in Plastik und das geht über die Dauer nicht gut. Und daher soll er hier noch so eine Halterung machen, einen Winkel. Und dann kommt das für euch so gesehen oben aufs Dach. Gut, dann nehmen wir das mal mit. Das ist ja das Wichtige, das können wir hier lassen, das können wir auch hier lassen und das hier. Und dann hat er ja, die Teile, die er da verbauen muss. Wie gesagt, ich mache da gar nichts, dann machen die Jungs hier von alleine. Wir haben hier auf St. Mui natürlich mehrere Schlossereien. Das ist jetzt hier in Menam, ist die nächste, die ich also kenne und schon seit vielen Jahren gehe ich dahin und bin bisher immer sehr zufrieden gewesen. Vor allen Dingen, man braucht nur die Idee rüberzubringen und schon machen die das. Ich zeige euch mal, wo das ist. Ich passiere jetzt. Auf der linken Seite ist die Hauptpost in Menam. Und ja, gegenüber ist ja dieser Laden, der die Glasbeschichtung bei mir gemacht hat. Und von da aus ist es etwa 200 Meter auf der rechten Seite. Man passiert Treehouse auch, das kennt der eine oder andere auch. Das kommt jetzt hier auf der linken Seite. Ich fahre also Richtung Boput im Moment.
So, und jetzt hier auf der rechten Seite, wo der Wagen ist mit der Plane, da ist die Schlosserei, da fahre ich jetzt mal rein und dann erkläre ich dem, was ich gerne haben möchte. Sawadee-Kap. Ja, der hat dann also schnell kapiert, für was es ist. Jetzt nimmt er die Werte auf. Yes, 15. Yeah. Ja, er hat schon gefragt, ob er es jetzt machen soll. Das ist doch super. Nee? Ja, das ist es jetzt. Er sucht jetzt. Ja, I talking with my camera. Okay. So geht das also hier. Er sucht jetzt hier kleine Stücke raus, die er ja sowieso hier irgendwo rumliegen hat. Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, was er hat. Er hat auf jeden Fall schon mal Edelstahl genommen. Und dann ist das ein U-Profil, das ist ganz günstig. Dann wird das auch nicht so wackelig sein. Im Moment ist er hier daran, so einen Edelstahlaufbau für ein Pick-up zu machen. Ja, das sieht hier so aus wie eine Schlosserei vor 40 Jahren in Deutschland. Die Hauptsache ist ja, es wird erledigt. Ich zeige euch das mal. Das ist das gute Teil, wo er jetzt dran arbeitet. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob ich filmen darf. Schutzvorkehrungen gibt es wohl nicht. Ja, Bohrmaschine da hinten. Da ist eine Liege, wo er wahrscheinlich dann auch mal hinlegt. Ja, und da ist das Materiallager. Und was die hier machen, das sind solche Edelstahlgitter, Tore. Und in ein paar Minuten kann ich mich glücklich schätzen, wenn ich die Halterung schon mitnehmen kann und vielleicht heute Abend aufs Dach setze. Ich gehe schon mal das Portemonnaie holen. Was hier überall in den Geschäften ist, wir haben natürlich auch so einen kleinen Tempel. Das ist mehr buddhistisch. Ansonsten haben wir sehr viele chinesische Tempel, die in den Geschäften stehen. Jetzt wird er auch noch poliert. Ich glaube, ich spare mir das, ein neues Teil zu kaufen, das ist gut genug. Da sind jetzt schon die nächsten Kunden angekommen. Also mit der Musik im Background würde ich wahnsinnig werden hier. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit beobachtet, jetzt kriege ich langsam mit, wie seine Konstruktion aussieht. Also da wird das 8 mm Rundmaterial sein, Edelstahl. Ein bisschen aufwendig war alles zu wiegen, er hätte ein bisschen einfacher gemacht, aber vielleicht hat er kein Flachmaterial mehr. Hier muss man das nehmen, was man bekommt. Ich habe die Vermutung, er hat das deswegen unten so breit gemacht, weil er denkt, da muss jetzt irgendwo stehen und damit er nicht so schnell umkippt. Dafür hat er das ziemlich breit gemacht. Ich muss ihm jetzt mal aufklären, wo ich die Befestigungspunkte haben möchte. Er hat eine super Idee gefunden. Er hat runde Scheiben aus Edelstahl und die schweißt er jetzt in den Ecken rein und dann habe ich auch den Haltepunkt. Man muss sich nur zu helfen wissen. Jetzt hat er in diesen Scheiben mit dem Schweißgerät Löcher reingebrannt, um die Schraubenlöcher zur Befestigung da reinzubekommen. Naja, clever. Was ich immer toll finde, das ist ein Kunde, der wird jetzt mit eingebunden bei der Konstruktion und hilft ihm jetzt auch. Da kann man dann nur sagen, prima! Ich bin jetzt genauso neugierig wie ihr, wie viel kostet das jetzt? So, komm her, hier. Stopp. Das ist der Künstler und wenn er etwas haben muss aus einer Schlosserei, der kommt nach Menam, kommt nach ihm. Er ist wirklich gut. Und wie viel das gekostet hat, erzähle ich euch gleich. Okay. Kap,
Hamad. So, ich weiß jetzt, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe ein Lächeln auf meinen Lippen. Gleich werdet ihr erfahren, wie viel. Ja, was hat das gute Stück gekostet? Er hat sich, ich war ja fast eine Stunde da, 500 Baht gefragt. Und daraufhin habe ich ihm noch 100 Baht Trinkgeld gegeben. Und ich bin mir sicher, wenn ich das nächste Mal komme, dann wird er auch sofort wieder mit meiner Arbeit anfangen. Ein gutes Trinkgeld ist die Eintrittskarte für den nächsten Job. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier unten die Kamera noch unterfüttern müssen, weil die Kamera ist also nur horizontal und ich will ja auch noch ein bisschen in den Himmel filmen, also wenn die Sonne untergegangen ist, damit man also auch den Himmel schön sieht. Dazu habe ich jetzt noch eine Box, wo jetzt der Travo ist hier drin, die Steckerverbindung ist hier drin, habe mein Logo drauf getan und jetzt warte. Komm mal her, ja, komm mal her, in jedem Film ist er jetzt drin. Komm mal her. So, er holt jetzt wieder ein Frisbee. Das soll jetzt erstmal gewesen sein. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, gehe ich dann aufs Dach hoch. Dann ist das Dach noch kühl. Momentan sind bestimmt so an die 60 Grad oben auf den Dachpfanne und da kann man eben halt nicht arbeiten. So, und dann bin ich mal gespannt, wie es denn morgen Abend aussieht. Tschüss!